Ich wasche seit 12 Jahren professionell Autos und habe heute eine Methode für euch, mit der es keine Ausreden mehr gibt. So kann jeder sein Auto von Hand waschen. Stopp mal kurz das Video und gib mal in der YouTube-Suche Autowaschen von Hand ein. Da findest du Millionen Videos. Und unter jedem Video, kann ich dir prophezeien, gibt es die Kommentare. Ich kann nicht bei mir zu Hause waschen. An der Waschbox geht es bei mir. Ich darf keine eigenen Produkte benutzen. Bla 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 bla. Ausreden über Ausreden über Ausreden. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach mal eine Methode zusammenstellen aus verschiedenen Methoden, die am Ende eine Handwäsche ergibt, die möglichst schonend ist und für jeder Mann und jede Frau durchzuführen ist, ohne dass es Verbote gibt. Ihr braucht dafür nur einen Hochdruckreiniger oder eine Waschbox vor Ort, ein paar Utensilien, alle unten verlinkt. Ich würde sagen, starten wir mit der Methode für jeder Mann und jede Frau. Wasch dein Auto. 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 Als erstes ist es wie immer extrem wichtig, dass wir den ganzen losen Schmutz vom Auto wegbekommen. Und da hilft einfach nur eine nasse Wäsche mit dem Hochdruckreiniger. Also entweder hast du bei dir einen in der Einfahrt zur Verfügung, wenn du zu Hause einfach nur das Auto mal abspülen kannst, ohne Reiniger und das Auto nicht so dreckig ist, reicht das. Ansonsten einfach einmal kurz zur Waschbox, Hochdruckreiniger, Vorreinigungsprogramm benutzen und dann bist du gut für Schritt 2. Aber erst Schritt 1 zu Ende erklärt. Ich habe jetzt hier einen Druckpumpsprüher genommen mit Multistar, also mit einem alkalischen Vorreiniger. Falls deine Waschbox kein gutes Vorreinigungsprogramm hat, kannst du dir auch einfach einen Pumpsprüher mit einem Vorreiniger mitnehmen. Das fällt nicht ganz so auf, ist bei den meisten auch okay. Ansonsten, wie hier den Schaum, kannst du natürlich auch sehr gerne das Vorwaschprogramm deiner Waschbox nutzen. Während der Vorreiniger gleich einwirkt, bereite ich schon mal mein restliches Material vor. Gegebenenfalls, wenn du das unterwegs machst, musst du das natürlich vorher machen. Wir brauchen optional 2 Eimer, dazu komme ich später noch, und ein Rinseless Wash Produkt, in dem Fall CarPro Eco. Dosieren uns das entsprechend Herstelleranleitung in den Eimer und vor allen Dingen, und das ist viel wichtiger, in eine Sprühflasche, denn die brauchst du auf jeden Fall, den Eimer nicht unbedingt, aber dazu, zu den beiden Methoden, komme ich gleich. Dann geht es auch schon ans Abspülen nach der Einwirkzeit. Wie gesagt, wenn du den Reiniger nicht kennst, lieber ein bisschen kürzer als zu lang. Achte beim Abspülen auf ein systematisches Vorgehen. Am Anfang ist es vielleicht leichter, erst von unten nach oben abzuspülen, denn du siehst ja dann, wo noch Schaum auf dem Auto ist. Und dann nochmal kurz von oben nach unten, um quasi den restlich runtergelaufenen Reiniger zu entfernen. Wer das schon ein paar Mal gemacht hat, kann auch einfach von oben nach unten vorgehen. Systematisch wie ein Roboter, sage ich immer, von links nach rechts, alle Bereiche gründlich abspülen. Der nächste Schritt ist dann die normale Hauptwäsche, die sich aber massiv unterscheidet. Wo machen wir kurz Stopp? Marcel, Dominik? Ja. Was wird denn das hier? Naja, Videodreh? Siehst du doch. Es sollte eine Trockenwäsche sein. Wir können hier nicht weitermachen. Das kann man auch draußen vor der Tür machen. Okay, wir werden rausgeschmissen. Dann würde ich sagen, reale Bedingungen, wir gehen einmal vor die Tür und dann sage ich, was ich sagen wollte. Vielen lieben Dank. Es gibt jetzt 2 Varianten, wie wir weitermachen können. Entweder mit der sogenannten Waterless Wash, also einer echten Trockenwäsche, zumindest ab diesem Punkt. Dafür brauchen wir nur einen Pumpdrucksprüher mit einer entsprechenden Waterless Wash Lösung, in dem Fall CarPro Eco 1:10 vorverdünnt und genügend Mikrofasertücher für das ganze Auto. Oder wir machen eine Mischung aus 2 Eimer Wäsche, Rinseless Wash, Waterless Wash. Das wäre mein Favorit, weil noch schonender. Dazu kommen wir aber gleich. Ich zeige euch erst die Waterless Wash, weil es gibt bestimmt Gegebenheiten, wo quasi kein Wasser auf den Boden gelangen darf. Auch bei einer Rinseless Wash, wo wir am Ende nicht abspülen, arbeiten wir aber mit nassen Waschhandschuhen und aus dem Eimer. Das heißt, dabei wird Wasser auf den Boden tropfen, wo man das machen kann. Kein Problem auf normalen Parkplätzen oder zu Hause in einem Hof. Aber wer jetzt wirklich sagt, ich darf kein Wasser auf dem Boden landen lassen, außer das, was vom Auto abtropft, für den ist die erste Variante besser, für die sogenannte Waterless Wash. Dafür verwenden wir einfach am besten Druckpumpsprüher oder eine Sprühflasche und sprühen, vielleicht nicht ganz so neblig, das Bauteil wirklich großzügig ein. Je nachdem, wie warm der Lack ist und wie groß das Bauteil ist, entweder
ein einzelnes Bauteil oder wie hier die komplette Front. Bei so einem Smart kann ich wahrscheinlich das halbe Auto machen. Das macht nichts, aber ich nehme jetzt hier mal die halbe Front und nehme mir dann ganz wichtig langflorige Mikrofasertücher und arbeite vom oberen sauberen Bereich in geraden Bahnen mit Kontrolle über den Lack. Ich kann auch zwischendurch, wenn ich möchte, wenn das Auto dreckiger ist, noch ein bisschen das Tuch befeuchten, dann habe ich einfach einen besseren Gleiteffekt. Und was diese Trockenwäsche macht, die enthaltenen Inhaltsstoffe kapseln den Dreck ab, sodass man möglichst wenig Reibung auf dem Lack erzeugt und damit keine Kratzer. Aber wir haben auch hervorweg, ne, das hier zum Beispiel ein Stück Vogelkot kriege ich jetzt so nicht gelöst, das muss ich noch mal ein bisschen mehr einweichen und später noch mal da zurückkommen. Wir haben ja vorweg auch eine Nasswäsche durchgeführt. Das heißt, das Auto einmal komplett abgespült, um so schon möglichst den größten Partikel zu entfernen. Deswegen sollte der Weg von der Waschbox zum letztendlichen Waschplatz nicht allzu weit sein, um hier ein Risiko zu vermeiden. Wir machen wirklich Bauteil für Bauteil, legen dann das Tuch zur Seite. Ich lege es jetzt mal hier oben drauf und nehme ein zweites sauberes Tuch und wische noch mal nach. Jetzt sollte ja kein Schmutz mehr auf der Oberfläche sein, sodass ich wirklich nur noch nachwischen und zwischendurch kontrollieren muss. Warte dann am Ende einen Moment, bis dieser Schleier hier entsteht, so ein weißlich-milchiger Schleier. Nehme dann noch mal eine kurze Mikrofasertuchseite und poliere den Schleier aus. Und dann ist die Oberfläche sauber und auch gleich versiegelt. Hier dieser Vogelkot ist ein bisschen hartnäckiger tatsächlich. Da muss ich noch ein bisschen anweichen. So, wie lange ist der drauf? Jetzt haben wir ihn gleich. Man kann sich hier auch ruhig Zeit lassen, das ist das Schöne an dieser Waschmethode. Denn selbst wenn das Produkt ein bisschen eintrocknet, einmal mit einem feuchten Tuch rüber, ist es auch wieder gelöst. So, jetzt haben wir es beseitigt. Merken uns natürlich die Stelle, wo wir jetzt hier Vogelkotreste drin haben, die darf keinen Kontakt mehr mit dem Lack bekommen. Verarbeiten nochmal das restliche Produkt auf dem Lack. Was halt wirklich schön an diesem konkreten Produkt ist, enthält gleich Versiegelung. Das heißt, das Auto ist gleich versiegelt, glatt. Und man hat wirklich alle Zeit der Welt quasi, weil ja nichts eintrocknet. Ich kann ja die Größe der Bauteile bestimmen und wenn ich halt Bauteil für Bauteil einsprühe, weil ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen will, dann habe ich hier gar keine Hektik. Und ich merke es auch beim Wischen, es wird wirklich schön glatt hier auf der Oberfläche und die Haube ist sauber. Das wäre die Trockenwaschmethode. Jetzt zeige ich euch meinen Favoriten mal ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Spüleffekt und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schonendere Wäsche. Für alle, wo ein bisschen Wasser auf den Boden kommen kann. Ganz wichtig, wenn hier einmal alle Seiten benutzt sind, kommt das Tuch zur Seite, wird in der Maschine gewaschen und es wird ein neues benutzt. Je nach Fahrzeuggröße braucht man da durchaus 5 bis 10 Tücher plus ein Tuch am Ende zum Nachtrocknen. Das ist ganz normal, dafür kann man es halt überall anwenden. Die Rinseless Wash, also Wäsche ohne Abspülen, unterscheidet sich von der normalen Nasswäsche nur dadurch, dass wir am Ende nicht abspülen müssen. Am Anfang eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, für größtmögliche Schonung empfehle ich immer, wenn das Auto nicht nur staubig ist, einmal komplett vorzureinigen. Ansonsten ist alles relativ ähnlich wie bei der, oder es ist eine Mischung aus der Trocken- und der normalen Nasswäsche. Das heißt, ihr sprüht das Bauteil komplett ein, lasst das gerne 30 bis 60 Sekunden wirken und dann geht's weiter. Es geht weiter, heißt konkret, wir arbeiten mit 2 Eimer und einem Waschhandschuh, also eigentlich wie bei der ganz normalen Nasswäsche, waschen das Auto von oben nach unten. Hier ist es auch extrem wichtig, erst die sauberen Bereiche einmal rund ums Auto zu waschen, dann die dreckigen, also teil dir das Auto einfach von oben nach unten in 3 Bereiche ein, Dach bis Fensterkante, Fenster bis Mitte Tür und die unteren Bereiche ganz zum Schluss, weil da ist es erfahrungsgemäß am dreckigsten. Wasch mit dem Waschhandschuh ganz normal wie gewohnt dein Auto, spül ihn zwischendurch im zweiten Eimer aus, im Ausspüleimer und nimm dir dann aus dem Shampoo-Eimer, wenn man so will, denn da ist ja unsere Rinseless-Lösung drin, wieder frisches Material. Ganz wichtig ist, die Oberfläche muss vorher mit der Rinseless-Lösung eingespült sein. Arbeite dich so Stück für Stück vor. Du kannst gerne das ganze Auto schon mal einsprühen. Es macht nichts, wenn du im Schatten stehst, wenn die Rinseless-Lösung antrocknet. Achte nur drauf, wenn du ein Bauteil durchgewaschen hast, dass du das Bauteil nicht zu lange stehen lässt. Jetzt hier bei so einem Smart kann ich natürlich ein ganzes Auto durchwaschen und dann anfangen zu trocknen. Das geht ohne Probleme. Aber auch da, wenn
du wieder ein bisschen angetrocknetes Wasser auf der Oberfläche hast, einfach nochmal ein bisschen Rinseless-Lösung in dein Trockentuch sprühen, dann geht es ganz einfach wieder zu lösen. Wenn es wirklich richtig angetrocknet ist, sprüh ein bisschen auf die Oberfläche und auch dann kriegst du es ganz easy wieder ab. Im Zweifel erstmal einen Teil waschen, also vielleicht ein halbes Auto oder ein Viertelauto, je nachdem wie schnell du bist, und dann den Rest. Aber hier bei so einem Smart kann man locker das ganze Auto auf einmal waschen, danach nachtrocknen, im Notfall oder im Zweifelsfall, wenn Schlieren bleiben, im zweiten Tuch nochmal hinterher. Super easy, Auto ist sauber. Loading, strap with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. Didn't wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning. TikTok, come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get ripped off. Picked up my song, yo, every time I tripped up. Little petty treaded the big rock. Me and my G's do everything mixed up. Full circle, now everybody linked up. That's irrelevant, maybe like an elephant. Keep your heart, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling them rhyming, riddling. Cycle through these streets, I'm pedaling. Hibernating and boom, she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon. Yeah, if you want buff, we can go psycho. Head to head, bar to bar, turn the mic on. Turn the music up, vibe like an icon. Zum Schluss widme ich mich noch den Einstiegen. Ich gehe genauso vor, ich sprühe Rinseless-Lösung in die Einstiege, lasse sie 60 Sekunden wirken, um den Schmutz anzulösen, und arbeite dann in dem Fall mit einem trockenen Tuch hinterher, also nach Methode 1, weil die Einstiege einfach nicht so dreckig waren. Sind sie sehr schmutzig, weil du vielleicht das erste Mal nach langer Zeit das Auto wäschst, dann einmal bei der Hochdruckreinigerwäsche, wenn du dich traust, nass reinigen. Ansonsten gerne auch mit einem nassen Waschhandschuh vorgehen. Vorgehen ist wirklich sehr einfach bei der trockenen Methode. Mit einer Seite vorwischen, mit der zweiten hinterher. So schnell kriegst du Einstiege, sonst nicht sauber. Bei den Felgen geht es übrigens genauso, zumindest da, wo du rankommst, und das ist der Nachteil in der Methode. Du kannst natürlich nur da wischen, wo du auch mit der Hand rankommst. Jetzt mit einer Felgenbürste da im Bett rumzueiern, kann man machen. Es gibt Mikrofaserfelgenbürsten, mit denen geht es, macht für mich nicht so Sinn. Dann vielleicht lieber kurz an der Waschbox einmal kurz Felgenreiniger mitnehmen und eine Felgenbürste mitnehmen, dazu aber mehr. Ansonsten, Vorgehen bei den Felgen ist gleich, mit dem Unterschied, wechsel sehr, sehr oft den Bereich deines Tuches und nimm bitte ein, sage ich mal, olles Tuch, was du dir markierst, was danach nur noch an die Felgen kommt, weil auf den Felgen tendenziell sehr partikelhaltiger Schmutz ist, der auf dem Lack später Kratzer verursachen kann. Und wenn du Pech hast, geht er auch mit der Wäsche nicht raus, deswegen hier sortieren. Da kann keiner mehr meckern, dass der Boden nass wird oder euch irgendwo verscheuchen. Wie gesagt, die Methode könnt ihr auf jeden Fall überall anwenden. Je nach Ausübung entsteht gar kein Tropfen auf dem Boden, also gar kein Problem. Natürlich bei stark verschmutzten Felgen ist das sehr, sehr grenzwertig. Da muss man gucken, könnt ihr vielleicht in der Waschbox doch noch mal mit einer Felgenbürste durch, könnt ihr einen Felgenreiniger einsetzen, könnt ihr in der Waschbox noch mal schnell die Felgen waschen. Natürlich lässt diese Methode viele Abwandlungen zu, aber hier so in der Ausführung kann man sie wirklich überall durchführen, wo irgendwo eine Waschbox oder ein Hochdruckreiniger in der Nähe ist. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten verlinkt. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!